Jeder braucht mal eine frische Unterhose. Man kann sie sich einfach selber nähen. Wenn man Mittelalter macht, sind solche Schnitte relativ einfach. Den Zuschnitt bzw. wie man dafür Maß nimmt, gibt es jetzt nach dem Intro. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf, das Schandmaul auf Kavau TV. Was ist das Erste, was man braucht, um sich etwas zu nähen? Das Maß nehmen. Ja, wir machen eine Buche nach einem Schnitt aus diesem Buch hier, The Medieval Tailor's Assistant. Das Buch habe ich schon vorgestellt, findet ihr unter den Büchern im Visier. Und natürlich habe ich auch schon ein Intro-Video für die Buche selbst gemacht. Findet ihr in der Endcard verlinkt. Wir werden jetzt als erstes darüber reden, welche Teile wir brauchen. Die Buche besteht aus einem Beinteil. Das heißt, wir brauchen die Länge von selbigen Teil und die Breite des Stoffes dort. Da werden wir den Oberschenkelumfang auf jeden Fall benötigen. Und dann brauchen wir den Bund. Da, wo man am Schluss den Tunnelzug hat, für entweder Kordel oder Gürtel, damit das Zeugs auch dort hält, wo es bleiben soll. Für den Bund brauchen wir den Bauchumfang, beziehungsweise den Umfang an der Stelle, wo dann letztendlich das Ding hängt. Und dann natürlich gibt es noch andere Teile, die gären. Das sind Einsätze, die links und rechts dafür sorgen, dass der Stoff nicht ständig einreißt. Ich habe gebrauchte Buchen gehabt, da waren die Dreiecke zu klein, das heißt, mir sind die Stoffe an den Stellen immer gerissen. Das wollen wir verhindern. Man soll auf jeden Fall darauf achten, dass dicke Menschen und dünne Menschen hier verschiedene Maße brauchen. Ja? An dieser Stelle sei gesagt, es gibt in dem Buch schon Vorschläge für Maße, die für meine Oberschenkel in keinster Weise geeignet sind. Denn ich bin ein adipöser Mensch, das heißt also, ich brauche auf jeden Fall sehr viel mehr an den Oberschenkeln. Das werden wir dann entsprechend auch ausmessen. Ja? Der Bauchumfang ist relativ einfach zu messen. Messt einfach mit einem Maßband, das flexibel ist, also der Zollstock vom Baumarkt geht in diesem Fall sehr schwerlich. Den wickelt man schwer um den Bauch. Also so ein flexibles Maßband und man nimmt einfach so am Nabel zum Beispiel Maß. Das kann man selber machen. Ich nehme das einfach hier so im Bauch und dann schaue ich mal, wie viel ich brauche. Wie man sieht, ist das Maßband ziemlich genau so lang, wie ich es dann nachher brauchen werde in der Stofflänge. Mann, bin ich dick. Des Weiteren natürlich den Oberschenkelumfang. Das ist relativ einfach, indem man einfach das Ding um den Oberschenkel legt. Ich möchte das mal hier drauf und dann legt man es ungefähr in der Höhe des Schritts um den Oberschenkel und misst auch hier, wie weit es sein muss. Ja, wie man sieht, es ist erschreckend mit 82 cm Oberschenkelumfang. Gut, ich habe jetzt da noch Beinkleid angehabt, aber es ist wirklich so, ich brauche hier wahrscheinlich mit entsprechenden Zugaben so um die 90 cm an Stoff. Was man vor allem hier berechnen sollte, ist natürlich auch die Nahtzugabe. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas zusammennähe, verliere ich Material. Je nach Material, also wie stark es ausfranst und so, entscheidet sich das, ob ich jetzt 1 oder 2 cm Nahtzugabe gebe. Also man sollte mit 1 bis 2 cm Nahtzugabe immer rechnen. Das heißt aber, nachdem ich die auf beiden Seiten brauche eines Stoffes, wenn beide Seiten entsprechend auch genäht werden, dann brauche ich schon 2 bis 4 cm extra. Das heißt, bei 82 cm, wie ich jetzt gemessen habe, und ich nehme 90, fallen mir bis zu 4 cm weg, bleiben noch 86 übrig. Das heißt, ich habe noch 4 cm Luft. Das ist natürlich relativ günstig. Bei den 1,50 m um den Bauch brauche ich nicht mehr extra was zugeben, weil wir in der Mitte das nicht zusammennähen werden beim Bund vorne. Das heißt also, da wird dann die Stelle sein, wo ich entweder eine Kordel habe und sie dort knote, da brauche ich einen Zugriff, oder aber dort die Gürtelschnalle von einem Leibgurt haben werde. Sollte man kein Maßband zur Verfügung haben, kann man natürlich auch eine Schnur nehmen. Sie sollte natürlich nicht in der Länge zum Ziehen sein. Ja, diese Schnur, Paketschnur, Spagat, kann man dann einfach mit Knötchen abmessen, dass man weiß, okay, mein Maß ist von diesem Knoten bis zu jenem Knoten und damit kann ich genauso gut Maß nehmen. Hab halt keine Ahnung, wie viel Zentimeter das sind, aber es wird auf jeden Fall passen und man kann es auf den Stoff übertragen. Das war der erste Teil von unserer Nähreihe, die Buche nach dem Schnitt von Sarah Thursfield. Der zweite Teil wird dann den Zuschnitt behandeln. Sowohl das Video zu dem Buch von Sarah Thursfield als auch das Video
zu der Einführung zum Thema Bruche findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auf der Endcard. Solltet ihr nichts mehr verpassen wollen, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, weil dann bekommt ihr auch Nachrichten, wenn wieder ein Video erscheint. Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf.